Friedrich August I. von Sachsen, bekannt als August der Starke, führte ein teures Leben und gab 1697 Unsummen an Bestechungsgeldern aus, um die polnische Krone zu erlangen. Seine Untertanen stöhnten unter der Steuerlast. Kein Wunder, dass August zugriff und festhielt, als es 1701 einen Goldmacher von Berlin nach Sachsen verschlug. Es handelte sich um den Apothekergesellen Johann Friedrich Böttcher. Er wandelte vom Meister Zorn und 3 weiteren Zeugen angeblich Silber in Gold um. Geholfen habe ihm dabei, so sagt man, der rätselhafte griechische Mönch Laskaris, der ihn in die Geheimnisse des Goldmachens einwies. Die Kunde von diesem vorgeblich alchemistischen Meisterstück verbreitete sich schnell landesweit und das Interesse an dem Goldmacher war groß. Friedrich III., Kurfürst von Brandenburg, ließ ihm eine Vorladung ins Berliner Schloss überbringen. Dieser entzog sich Böttcher in den letzten Oktobertagen durch Flucht nach Wittenberg. Wegen der polizeilichen Suche nach seiner Person in Brandenburg verhaftete ihn die Wittenberger Stadtwache. Nachdem die diplomatische Verstimmung zwischen Brandenburg, Preußen und Sachsen beigelegt war, wurde Böttcher nach Dresden gebracht, wo August der Starke ihn seines Schutzes versicherte, ihn aber angeblich aus Sicherheitsgründen im Keller des Fürstenbergschen Hauses einsperren ließ. Als persönlicher Goldmacher Augusts verbrachte er die folgenden 12 Jahre in mehr oder weniger luxuriösen Kerkern und Laborgewölben. Er sollte den klammen Kurfürst, der auch König von Polen war, mit künstlichem Gold zur Seite stehen. Die märchenhaften Mengen, die August erwartete, konnte Böttcher aber nie liefern. Alle bemühten sich, Böttcher den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Er hatte im sogenannten Goldhaus ein eigenes Billardzimmer und durfte sich direkt aus der Hofküche beliefern lassen. Mittags und abends gab es 5 Gerichte, neben Wein und Bier für den vermeintlichen Goldmacher und seine Gäste. Er galt als gut aussehender, unterhaltsamer Gesellschafter, veranstaltete rauschende Feste und spielte gern um Geld, auch mit den häufiger auftauchenden Hofdamen. Nur Gold konnte er nicht machen. Fast kostbarer als Gold war damals das Hartporzellan, dessen Herstellungsprozess offenbar nur die Chinesen seit mehr als 1500 Jahren kannten. Unsummen ließen sich die europäischen Fürstenhäuser die Schätze aus dem fernen Osten kosten, weswegen vom weißen Gold die Rede war. Ein Jahr später, 1702, wurde erstmals ein Kollegium gegründet. Den Beteiligten ging es zuerst um die Herstellung des Steins des Weisen. Der Projektname dazu lautete Hauptwerk. Im Rahmen dieser Forschung hatte das Team Ende Mai 1706 Erfolg beim Brand von rotem Porzellan. Es wurde zum ersten Mal in Europa das Herstellungsprinzip chinesischen Porzellans gefunden. Heute ist dieses rote Feinsteinzeug unter dem Namen Böttcher Steinzeug bekannt. Ein Jahr später wurde durch die gemeinschaftliche Forschungsarbeit des Teams um Böttcher, Tschirnhaus und Papst von Ohain das weiße europäische Hartporzellan erfunden. Da als Flussmittel Alabaster verwendet wurde, ist es ein Kalkporzellan. Es wird heute Böttcher Porzellan genannt. Mit Dekret vom 23. Januar 1710 wurde die königlich-polnische kurfürstlich-sächsische Porzellanmanufaktur gegründet.
Deren erste Produktionsstätte war die Albrechtsburg. Sie bot vor allem Schutz für das Herstellungsgeheimnis des weltweit ersten Hartporzellans. Um dieses zu wahren, wurde stets nur einem kleinen Kreis von Mitarbeitern ein Bruchteil des Geheimnisses mitgeteilt. Im Mai des gleichen Jahres wurde auf der Ostermesse in Leipzig zum ersten Mal Geschirr aus rotem Porzellan verkauft und das Muster von weißem Porzellan präsentiert. Finanziell wurde der Messeauftritt für Böttcher, der die Kosten vorgestreckt hatte, ein Verlustgeschäft. Das entmutigte ihn nicht. Weitere Lieferungen zu anderen Messen verließen den Betrieb. Es ist der 21. April 1714 und früh am Morgen, als August der Starke mit einem kleinen Gefolge um 6 Uhr in Meißen eintrifft. Sein Ziel heißt Albrechtsburg, das altehrwürdige Stammschloss seiner Familie. Doch seit 4 Jahren ist es hier mit der fürstlichen Ruhe vorbei. In Sälen hämmert, werkelt und zischt es. August hat sein liebstes Kind, seine 1710 gegründete Porzellanmanufaktur, in den spätgotischen Bau einziehen lassen. Heute will er die Fabrik besuchen und möglichst viel von dem neuen weißen Gold sehen, dessen Verkauf die königlichen Kassen füllen sollen. Der Administrator der Manufaktur, Johann Friedrich Böttcher, kennt die Trinklust seines Herrn und er weiß, was sich gehört. Zur Begrüßung reicht er ihm in der großen Hofstube ein Willkommenpokal. Der König strahlt, zunächst wegen des originellen Trinkgefäßes. Er hält einen großen weißen Schlüssel aus Porzellan senkrecht in seinen Händen und schaut von oben in ihn hinein. Der Schaft des Schlüssels ist hohl und mit einem reichlich halben Liter des vermutlich aus Meißen stammenden Rebensaftes gefüllt. Augusts Erwartungen sind übertroffen. Die Bezeichnung Appellation deutet darauf hin, dass hier im 17. Jahrhundert Gerichtsverhandlungen und Berufungen stattfanden. Bis 1863 arbeiteten hier Former und Modellierer. Die Ausmalung des 19. Jahrhunderts greift die Gerichtsfunktion des Raumes auf. Am 19. April 1714 erhielt Böttcher seine volle persönliche Freiheit zurück. Allerdings musste er schwören, das Land nicht zu verlassen und die Geheimnisse des Porzellans zu bewahren und endlich Gold zu machen. Er zog in ein Haus am Pirnaschen Tor. Am 30. Januar 1773 kommt es zur Katastrophe. Im Hauptgebäude unter der großen Hofstube bricht gegen 7 Uhr morgens im schwarzen Gewölbe, dem Holzlager, ein Brand aus. Seine Bekämpfung dauert 18 Stunden. Dank des Löschwassers vom Dom und der vielen bereitstehenden Sturmfässer kann der Brand in der Nacht um 1 Uhr endlich gelöscht werden. Der Brand sowie die Löscharbeiten beschädigen den Nordwestflügel des Schlosses stark. In der großen Hofstube stürzen die Gewölbe ein. Auch Teile des kleinen Wendelsteins und des großen Saales werden in Mitleidenschaft gezogen. Handwerker setzen die Gebäude in der folgenden Zeit provisorisch instand. Trotz der Reparaturarbeiten geht die Produktion schon nach 8 Tagen weiter. Das erste Jahrzehnt der Manufaktur ist schwer. Erst ab etwa 1720 gelingen sichtbare Erfolge. Mehr und mehr Porzellan wird hergestellt. Der Raumbedarf steigt. Bald belegt die Produktion auch die bisher der Repräsentation vorbehaltenen Räume der Albrechtsburg. Der Produktionsbetrieb breitet sich vom Keller bis zum Dach im gesamten Schloss aus. Neue Mitarbeiter werden eingestellt. 1766 arbeiten 734 Personen in der Manufaktur, ein vorläufiger Höhepunkt.
Für die Brennöfen wird ein eigenes Gebäude errichtet. Damit soll die Brandgefahr minimiert werden und größere Eingriffe in die Substanz des Schlosses verhindert werden. Ende der 1720er Jahre ist das eingeschossige erste Brennhaus bereits ausgelastet. Der Siebenjährige Krieg trifft Sachsen und seine Wirtschaft hart. Die Porzellanmanufaktur verliert ihre technologische und künstlerische Vorreiterrolle in Europa an die Manufakturen in Berlin und Wien. Nach dem Tod Friedrich August II. Im Jahre 1763 beginnt ein politischer und wirtschaftlicher Neuanfang, dem sich die Manufaktur anschließt. Obwohl die Leitung der Manufaktur 1774 einen ersten Plan zur Verbesserung des Produktionsablaufes erarbeitet, bleibt die Situation schwierig. 1809 erwägt man sogar die Schließung. Erst nach den napoleonischen Kriegen erfinden die Mitarbeiter technische und künstlerische Neuerungen, wichtige Beiträge, um die Manufaktur in die erste Riege der europäischen Porzellanherstellung zurückzubefördern. Sie besinnt sich auf die eigene Tradition sowie die Gestaltungsformen des Barock und öffnet dadurch neue Absatzmärkte. Zwar ist der kleine Wendelstein schlichter als der große, aber wegen seiner technisch hoch anspruchsvollen Bauweise aufwendiger als sonst übliche Treppentürme. Die aufliegenden, breiten Treppenstufen sind geschwungen und besitzen einen Wulst an der Trittkante. Auf ihm kann der Fuß abrollen. Dadurch gestaltet sich der Aufstieg angenehm und leicht. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Hat euch das Video gefallen? Dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Bogenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!